Als Kontaktstelle der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen zum Ausland bemüht sich der Deutsche Akademische Austauschdienst, der allgemein unter der Abkürzung DAAD bekannt ist, mit den verschiedensten Programmen die Kontakte zwischen der Bundesrepublik und dem Ausland zu intensivieren. Im Senatssaal der weitgehend zerstörten Bonner Universität herrscht eine besondere Atmosphäre. Minister und Ministerialbeamte, Rektoren und Vertreter von Wissenschaftsorganisationen sind zu einem bedeutenden Ereignis zusammengekommen. 5 Jahre nach Kriegsende soll der Deutsche Akademische Austauschdienst offiziell wiedergegründet werden. Die im Jahr zuvor gegründete Bundesrepublik will ihre Isolation beenden und wieder in den internationalen Dialog treten. Damit beginnt die Geschichte eines modernen, demokratischen und weltoffenen DAAD, der die Zeitläufe der Bundesrepublik Deutschland bis heute begleitet. Sir Robert Burleigh, kulturpolitischer Berater der britischen Militärregierung, engagiert sich intensiv für die Wiederaufnahme akademischer Kontakte und stellt bereits bei der Neugründung des DAAD eine Rückkehr nach London in Aussicht. Schon am 7. Mai 1952 eröffnet der DAAD eine Zweigstelle in London. Noch bevor die deutsche Botschaft ihre Arbeit in Großbritannien wieder aufnimmt. Vor Ort ist es leichter, Dialogstrukturen herzustellen und Vertrauen aufzubauen, als von Bonn aus. Und gerade nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sind direkte, persönliche Kontakte unverzichtbar. Das Austauschprogramm beginnt zunächst in bescheidenem Rahmen. Die Programme weiten sich allerdings schnell aus und die Außenstelle fügt sich innerhalb kurzer Zeit ins akademische Leben Großbritanniens ein. Zurück in Bonn, wo der DAAD 1962 einen Neubau in der heutigen Kennedy-Allee 50 bezieht. Schritt für Schritt baut er seine Arbeit weiter aus. Anfang der 1960er blickt die Austauschorganisation zufrieden auf ihre erste Dekade seit Wiedergründung. Mittlerweile werden fast 900 Jahresstipendien für ausländische Studierende vergeben und auch das vorher dürftige Angebot für deutsche Studierende wird nun ausgeweitet. Neue Zielländer kommen beständig hinzu, wenngleich der Kalte Krieg einen echten weltumspannenden Austausch verhindert. Die große Mehrheit der Studierenden geht nach Westeuropa und in die USA. Stipendien in die sozialistischen Länder werden, mit Ausnahme Jugoslawiens, in den ersten Jahren des Kalten Kriegs nicht angeboten. Anfang der 1960er Jahre ist die Bundesrepublik wieder ein geachtetes Partnerland. Viele Vorbehalte gegenüber Deutschen sind überwunden. Und der DAAD hat seinen Anteil dazu beigetragen. Von der Stadt am Rhein geht der Blick zur Stadt an der Seine. In Paris richtet der DAAD infolge des Élysée-Vertrags 1963 wieder eine Außenstelle ein. Und zwar in der Rue de Verneuil, in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Das ist im Zentrum von Paris, das ist letztlich das Quartier Latin, ist nicht weit, die Sorbonne ist nicht weit. Also man hatte den direkten Zugang eigentlich zu den großen französischen Hochschulen. Die Lage begünstigt den Austausch. Die Außenstelle in Paris nimmt bald eine besondere Entwicklung. Sie war nicht nur Außenstelle, sie war intellektueller Salon. Hier trafen sich nicht nur Hochschullehrer, hier trafen sich Intellektuelle aus beiden Ländern, um über Aktualitäten, um über auch die Geschichte beider Länder zu diskutieren. In der Anfangszeit ist für die Außenstelle neben dem Ausbau der Programme und der Entsendung von Lektorinnen und Lektoren fast am wichtigsten, dass man ein neues Deutschlandbild in Frankreich allgemein, aber auch im Hochschulwesen vorstellen wollte, damit man Ressentiments abbauen konnte. Die vielen persönlichen Gespräche wirken sich positiv auf das Verhältnis beider Länder aus. Zurück in der Zentrale nimmt in den 1960er Jahren die damals sogenannte Entwicklungshilfe einen immer größeren Raum in der Arbeit des DAAD ein.
Die Ausweitung seines Netzwerks an Außenbüros erfolgt vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts und der deutsch-deutschen Konkurrenzsituation. Die Bundesregierung ist zunehmend um Einfluss auch im globalen Süden bemüht und der DAAD mithin Teil der deutschen Außendarstellung in diesen Regionen. Seit 1960 ist der DAAD in Kairo mit einer Außenstelle für den gesamten arabischen Raum vertreten. Ein großer Erfolg der Arbeit hier ist 1965 die Einrichtung des ersten germanistischen Lehrstuhls in der Region. Der akademische Austausch mit Ägypten bleibt auch dann fruchtbar, als die diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ägypten von 1965 bis 1972 unterbrochen sind. Der DAAD führt seine Arbeit fort und setzt weiterhin auf Dialog. Ebenfalls 1960 wird in Indien eine Außenstelle eingerichtet. Die Dependance in Neu-Delhi ist auch für Nepal und Pakistan zuständig und kümmert sich um die jährliche Stipendienauswahl, die Abwicklung des Praktikantenaustauschs und die Betreuung der deutschen Hochschullektoren. In Indien ist der DAAD in den 1960er Jahren auch im Rahmen der sogenannten Entwicklungshilfe tätig. Indien war ein Land in einer technologischen Entwicklung, in spannender, schneller technologischer Entwicklung. Die Inder hatten damals den Plan, 5 technische Hochschulen in ihrem Land zu errichten. Der Aufbau der Technischen Hochschule in Madras, heute Chennai, wird von der Bundesrepublik unterstützt. Es handelt sich damals um das größte von der westdeutschen Regierung geförderte internationale Bildungsprojekt. Der DAAD koordiniert die Kooperationen zwischen deutschen und indischen Forschenden. Einen ähnlichen Weg zur Entwicklung lokaler Einrichtungen geht der DAAD in afrikanischen Ländern. Ab 1963 bietet er aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit afrikanischen Studierenden, vor allem aus Nigeria und Kenia, sogenannte Surplus-Stipendien an. Wer damals in Afrika etwas werden wollte, der kämpfte um ein Stipendium in Europa. Das hat die Entwicklung der afrikanischen Universitäten sehr stark gebremst. Und da kam die Idee auf, den afrikanischen Universitäten Stipendien für afrikanische Studenten zur Verfügung zu stellen, die mit einem Stipendium in Afrika studiert haben und in Afrika ihre Abschlüsse vorbereitet haben. Also das war ein Programm, das in Afrika Erfolg hatte und das sich dann schrittweise ausgedehnt hatte auf andere Regionen. Anfang der 1970er Jahre wird das Surplus-Programm ausgebaut. Und erstmals werden auch Hochschulpartnerschaften zwischen deutschen Universitäten und Einrichtungen in Afrika und Asien geschlossen. Die zu damaliger Zeit sogenannte Entwicklungshilfe ist endgültig im DAAD angekommen. In den 1960er Jahren steigt die Zahl der entsandten Lektoren von 115 auf 313. Und auch die Zielregionen weiten sich immens aus. 1963 entsendet der DAAD erstmals einen Lektor nach Südkorea. Dort ist das Interesse an der deutschen Kultur riesig. Ich dachte, ich komme als kleiner Lektor da, als Sprachlehrer zur Universität, zwar zur ersten Universität des Landes, die Seoul National University, hat heute noch einen sehr großen Namen, gehört zu den ersten 50 der Welt und wusste also, dass es nicht gerade unbedeutend ist, was ich dort vorhabe, aber dass mich Presse am Flughafen empfängt, das war doch für mich recht neu und überraschend. Es stürzten 2 Leute auf mich zu. What you think about Korea? What you think about Korea? Georg Neumann lebt sich schnell ein. Unterrichtet nicht nur an der Universität, sondern auch an der Air Force Academy. Es war eine ausgesprochen interessante Zeit, in der neben den persönlichen Kontakten, die ich hatte, ich mir einbilde, dass ich auch etwas dazu beigetragen habe, dass die deutsche Sprache
durchaus noch weitere Interessenten gewonnen hatte. (1971) erweitert der DAAD sein weltweites Netzwerk mit einer Außenstelle in New York. Und die hat eine ganz besondere Adresse. Und da gab es das denkmalgeschützte Gebäude One Fifth Avenue, direkt angrenzend an den Washington Square und den Campus der New York University. Und mit Unterstützung des Generalkonsulates wurde dann eine Suite gemietet. Die Amerikaner konnten natürlich mit der Adresse was verbinden. Das war ein Aushängeschild. Ja, und dann haben wir losgelegt. Und das ging alles sehr reibungslos. Und in der Anfangsphase war es natürlich ganz wichtig, neue Kontakte herzustellen, neben der Intensivierung bereits bestehender Kontakte. Was ich festgestellt habe, ist, dass großes Interesse der deutschen Diplomaten in Amerika bestand an dem, was wir machten. Wir uns eben nicht in einer Konkurrenzsituation befanden, sondern eben, dass wir kooperativ miteinander arbeiteten, um eben etwas zu erreichen, was auf diplomatischem Wege eben im außenkulturpolitischen Bereich und besonders im universitären Bereich nicht so leicht zu erreichen war, weil eben die Kontakte nicht so da waren. Bis 1974 hat der DAAD ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Mit Willy Brandt als Außenminister und ab 1969 als Bundeskanzler tritt die auswärtige Kulturpolitik in eine neue Phase. Für Brandt stellt sie neben der Diplomatie und der Außenwirtschaft die dritte Säule dar. Statt nationaler Selbstdarstellung wird der Kulturaustausch betont. Für den DAAD bedeutet dies eine Aufwertung seiner Arbeit. Mit Brandts neuer Ostpolitik und dem Diktum des Wandels durch Annäherung richtet sich der Blick zunehmend auf die osteuropäischen Länder. Schon vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hat der DAAD hier seine Kontakte intensiviert. 1960 kommen erstmals Stipendiaten aus der UdSSR in die Bundesrepublik. 1964 schließt der DAAD Abkommen über den akademischen Austausch mit jugoslawischen Universitäten. 1965 und 1970 mit der tschechoslowakischen und der polnischen Akademie der Wissenschaften. Ab 1974 setzt der DAAD ein neu aufgelegtes Programm für Ostpartnerschaften um. Es ist ein starkes Zeichen für die Rolle, die sich der DAAD innerhalb von 25 Jahren erarbeitet hat. Als engagierter Vermittler, verlässlicher Partner und Brückenbauer.